Hast du nicht den Zeitungstrick? Ja, also wir haben heute wieder Drehtag. Ich muss mich, glaube ich, mal wirklich echt bedanken, dass ich ein Video mal kriege ohne einen negativen Kommentar. Gar nichts. Also so wirklich null. Das hat mich eigentlich fast erschüttert. Also ich versuche es ja wirklich, dass so ein paar wenigstens rauskommen. Man hat mir gesagt, jeder Kommentar zählt im Algorithmus. Also habe ich mir gedacht, okay, machst du halt mal so. Aber dass gar nichts gekommen ist zu diesem Thema, wie verhalte ich mich in einem Meerwasserladen, das hat mich schon ein bisschen schockiert. Also so ein bisschen mehr Beef hätte ich mir schon gewünscht. Probieren wir es also jetzt einfach nochmal mit dem gegenteiligen Konzept, weil es ist ja nicht so, dass ich lediglich nur ganz böse wie ich bin auf jeden Kunde rumhaue, weil er sich nicht benehmen kann. Nein, ich hau natürlich auch liebend gerne auf meine Händler drauf. Vielleicht sind die ja aktiv im Schreiben. Wir werden sehen. So, heute also geht es darum, wie sollte sich im Grunde genommen ein Meerwasserhändler gegenüber seiner Kundschaft verhalten. Was ist denn heute so gefragt? Wie nimmt man heute Menschen mit? Für den einen oder anderen, der noch das Internet am liebsten verbieten will, haben wir vielleicht den einen oder anderen Tipp. Ich habe ja schon angefangen, noch schnell das Aquarium sauber zu machen, um so gleich auf einen. Es ist ja nicht so, dass ich überhaupt einen Laden hätte. Also es ist schon ein bisschen, ja, also dass gerade ich das jetzt sage, wie soll es in einem Laden aussehen, ist vielleicht ein bisschen schwierig hier oben. Aber ich werde trotzdem mal versuchen. Also sauberes Becken und saubere Tiere ist, glaube ich, das Aushängeschild eines überhaupt jeden Meerwasserfachgeschäfts. Saubere Becken, saubere Tiere, saubere Anlagen ohne Veralk ist ja wohl das Mindeste, was ihr heutzutage leisten könnt. Dafür gibt es ICP, kann man sich die ICP-Schulung machen und auch die Technik und auch die entsprechenden Materialien, die heute zur Verfügung stehen, sind ja wirklich da. Also schaut einfach drauf. Es gibt so viele junge Menschen, die auch gern noch in einem Zoofachgeschäft arbeiten. Es gibt Rentner, die es gern machen, wenn euch die Zeit da nicht reicht. Ihr könnt auch nicht alles machen, aber schaut bitte drauf, dass die Becken picobello sauber sind. Schaut jeden Morgen eure Tiere durch, sortiert sie anständig und wenn ihr es richtig geil machen wollt, dann zeichnet sie auch noch aus, weil das geht heutzutage tatsächlich. Es gibt kleine Plugs dann dran, in denen man die Preise zeigen kann. Es gibt aber auch einfach mit dem Edding an die Wand schreiben, reicht den meisten Kunden schon aus. Weil denkt dran, es ist ein Hobby und es soll schön sein. Und im Unterbewusstsein für jeden Kunden ist es halt meistens so, saubere Becken gleich gesunde Tiere. Wie heißt es so schön, wo gehobelt wird, fallen Späne. Wenn euch Kunden besuchen, ihr seid hier am Packen, am Machen und am Tun, hier spritzt das Wasser, der Boden ist voll nass. Glaubt mir, den meisten Leuten gefällt das tatsächlich. Ein steriler Laden ohne Leben, wo nichts passiert, das mag keiner. Das könnt ihr komplett vergessen. Da muss ein bisschen Leben rein, da muss gearbeitet werden, dann darf dann auch mal ein Eiweißabschaum mal sauber gemacht werden oder man kümmert sich mal kurz um die Tiere. Für ein Zoofachgeschäft, anders wie in vielen Fachgeschäften überhaupt, muss immer nach außen auch ganz klar ersichtlich sein, dass das Wohl der Tiere an absolut erster Stelle steht. Und ausnahmsweise, nur in diesem Fall, auch vor dem des Kundenwunsches. Weil das ist das, wir haben als Zoofachhändler die Verantwortung übernommen für lebende Tiere und die gehen definitiv vor. Und das kann man auch natürlich mal sagen, indem man dann auch mal sagt, du sei mal nicht böse, da hat vielleicht gerade ein Fisch ein Problem, ich muss jetzt die Beratung kurz abbrechen, nimm's nicht böse, aber die Tiere haben bei uns Vorrang. Glaub mir, die meisten Kunden werden das immer ganz klar zu schätzen wissen, weil genau darum kommt es an, dass ihr auch das nach außen lebt. Als klassischer Zoofachhändler, so bin ich groß geworden, hatten wir natürlich früher dieses riesengroße Vorteil, es gab kein Facebook, es gab auch keine Bewertungen und auch keine WhatsApp-Gruppen, wo sich die Leute untereinander unterhalten haben. Damals war das ein bisschen anders. Da kam dann jemand hier zu dir und hat gesagt, wie scheiße doch der andere Laden ist. Das Gleiche hat er übrigens drüben auch gemacht. So, heute macht man das nicht mehr, heute geht es über Bewertung. Also grundsätzlich mal, streicht doch das aus dem Kopf, dass Zooladen 1, 2 oder 3 in eurer Nachbarschaft irgendwie Konkurrenten seid. Das gibt es heute nicht mehr. Das sind Mitbewerber und da das Hobby ein geiles Hobby ist und da jeder Kunde gern überall wohin geht, ist selbstverständlich auch der Kollege gegenüber dein Freund und mit dem du gut kannst und auch gerade die Zusammenarbeit wäre wichtig. Ich sehe es bis heute, dass sehr viele Betriebe versuchen, eine Art Amazon darzustellen oder eine Art Supermarkt darzustellen, bei dem man wirklich alles an Marken, an Ware und Sonstiges hat. Aber ehrlich gesagt, kein tiefes Wissen von jedem einzelnen Bereich. Mein Tipp an euch, sortiert euch, schafft eure Spezialitäten, die ihr habt. Der eine ist richtig gut in Fisch,
der nächste ist viel, viel besser in Technik, wieder einer kann vielleicht toll Computer. Wenn ihr euch da zu dritt mal an den Tisch setzt und mal ein bisschen herausfindet, was welcher liegt, gibt es vielleicht in diesem Stadtteil oder in dieser Stadt oder Umgebung eben 3 führende Händler mit ihren entsprechenden Marken. So wie es heute Standard in Autohäusern ist. Auch da gehen wir gern hin, weil wir wissen, wir bekommen Originalersatzteile und das Fachwissen, das wirklich tief geht. Weil das, was ich als Kunde brauche. Mein Tipp an euch, konzentriert euch, fokussiert euch. Ansonsten seid ihr mehr oder weniger wie der Pizzaservice, der 800 Gerichte hat, meistens dann von irgendeiner Ethnie betrieben, die eine andere Ethnie Futter verkauft. Ist immer super, ehrlich. Also, das ist mein Tipp für diesen Bereich. Das mit dem Internet ist so eine Sache. Einerseits ist es ja total cool, dass man überhaupt mal so Videos machen kann und auch das, was man hat, wirklich deutschlandweit zeigen kann. Das hat uns natürlich schon geholfen, bekannter zu werden, Korallen, Produkte zu verkaufen und zum Beispiel auch den Support anzubieten, sodass der Kunde nicht immer hierher fahren muss. Ich meine, sind wir mal ehrlich, wer fährt schon gern 30 Kilometer, um 25 Kilo Salz abzuholen und die dann auch noch in den 5. Stock zu tragen? Insofern ist Internet ein zweischneidiges Schwert, wie so vieles. Ich finde das eine der besten Ideen, die unsere Gesellschaft extrem verwandelt hat. Hauptsächlich im Positiven. Wir lernen mehr Menschen kennen, wir haben viel mehr Informationen zur Verfügung. Ich weiß auch, dass es immer noch Kollegen gibt, die mit dem Internet so ihre Probleme haben. Ich kann euch nur raten, die meisten Läden, die ich kenne, die auch schon sehr lange Erfahrung haben, zeigt, was ihr habt, zeigt, was ihr könnt, zeigt, was ihr für Tiere habt. Lasst euch Ideen einfallen. Ob das mal ein Live-Sale ist, ob das mal ein Live-Videos direkt aus den Anlagen sind, ob ihr den Leuten erklärt, wie Eiweißabschäumer gehen, für welche Marke ihr steht. All das interessiert die Kunden ungemein und all das vergrößert eure Kundengruppe und bringt euch viel mehr Möglichkeiten, euch in eurem Betrieb darzustellen. Das Internet sollte nicht abgeschafft werden. Und ich verstehe schon, dass der klassische Zoofachbetrieb sich eigentlich anpassen muss an moderne Zeiten. Und es ist halt vorbei, wo ein Aquarium neben dem Hasenkäfig steht. Die Chancen, das Internet richtig zu nutzen, die Kunden auf euch Aufmerksamkeit zu machen, Hausmessen zu veranstalten und so weiter und so fort. Da reicht es mit Facebook, mit Instagram, wegen mir auch mit YouTube. Das muss auch nicht alles so professionell und top produziert werden, wie es der Tobias für uns macht. Es reicht, wenn ihr das klein macht und ständig und konstant und dann werdet ihr ebenso Erfolg haben, weil ihr einfach besser wahrgenommen werdet. Also, geht ins Internet und versucht es nicht abzuschalten, das läuft nicht mehr. Vielleicht erinnert ihr euch mal zurück, wann euer erstes Mal war, dass ihr ein Tier in der Hand hattet. Da ich am Rande eines Waldes aufgewachsen bin, ich mit meinem Vater schon Teiche gebaut habe, hatte ich als kleines Kind schon die Kaulquappen in der Hand. Und diese Faszination der Lebewesen um mich herum, die begleitet mich bis heute. Natürlich bin ich manchmal ein bisschen impulsiv oder der eine sagt, der andere ist ein bisschen zu frech, aber wohl nur eher deswegen, weil wir eben diese Tiere und das, was wir tun, wirklich am Herzen liegt. Versucht euren Kunden, wenn sie denn kommen und Beginner sind, mal drüber nachzudenken, wie ihr euch gefühlt habt beim ersten Aquarium, bevor ihr euch entschieden habt, dies zum Beruf zu machen. Das Kind, das kommt mit dem Vater hinein und denkt dran, wir waren alles Beginner. Wir haben alle angefangen mit dem 60er Becken, mit Kaulquappen, die wir rausgeholt haben. All das, was viele junge Familien und viele Kinder heute gar nicht mehr tun dürfen, weil alles nur noch verboten ist. Wir konnten das tun. Nehmt sie also ernst, wenn sie kommen, auch wenn die Frage noch so dumm ist. Ich weiß, es ist schwierig, den ganzen Tag teilweise darauf zu antworten, aber wo wollen wir denn heute die ganzen Informationen herkriegen? Seid froh, wenn der Kunde zu euch in den Laden kommt, wenn er das Vertrauen euch gegenüberbringt und nehmt ihn vor allem ernst. Die meisten nehmen es ernst, wollen ein schönes Aquarium machen und sie wollen dasselbe tolle und glückliche Gefühl haben, das ihr mal hattet, als die erste Kaulquappe wieder aus dem Teich gestiegen ist. Also denkt einfach immer dran und dann geht es auch viel, viel, viel einfacher, auch wenn die ein oder andere dumme Frage mal dabei ist. Jetzt haben wir ein, naja, ehrlich gesagt, ein bisschen ein schwieriges Thema, nämlich das Thema der Glaubenssätze. Ich höre es leider auch jeden Tag, immer wieder. Händler A meinte das, Händler B meinte dies, Händler C sagt aber so. Jeder, der in den Laden kommt und euch dies erzählt, der hat einen Glaubenssatz, was er vermeintlich verstanden hat, was er vermutlich gelesen hat. Auch ihr unterliegt meistens solchen Glaubenssätzen, weil es nur eure Erfahrung widerspricht, nicht unbedingt dessen, was in einem anderen Aquarium los ist. Deswegen nutzt die Zeit, wenn Kunden kommen und sagen, ja, aber ich habe das, ich habe jenes gemacht. Ich weiß, viele Kunden sagen, ich habe nichts am Aquarium gemacht. Das ist richtig. In dem Moment glaubt er auch das, was er da sagt.
Deswegen nehmt euch die Zeit, beratet den Kunden, werft mal eure Glaubenssätze einfach vom Bord. Es kann sein, dass es bei den meisten Kunden so ist, muss es aber nicht sein. Wenn ihr also den Kunden offen entgegentretet, die Sorgen und Nöte erstmal ernst nimmt, die sie haben, euch dann das Aquarium zeigen lasst, vielleicht sogar eine ICP-Analyse, und dann könnt ihr das mit dem Kunden erarbeitet, dann seid ihr eine Hilfe für den Kunden, er wird euch dankbar sein und dann kaufen die meisten auch bei euch und sie gehen eben nicht dann nur danach ins Internet und holen da, wo es am billigsten ist. Das kann ich einfach nicht bestätigen. Da die meisten Kunden, wenn man ihnen beim Problem in ihrer emotionalen Lage geholfen hat, doch sehr, sehr glücklich darüber sind und dann auch einem Händler Vertrauen entgegenbringen. Das heißt, also mein Tipp einfach, nicht alles, was wir vor 20 Jahren gemacht haben, was 5-mal gut gegangen ist, muss auch bei Kunden X, Y oder Z. Und auch nicht immer muss es der Realität entsprechen oder der Wahrheit entsprechen, was Händler X, Y oder Z aus der Nachbarschaft wohl gesagt hat. Das muss euch gar nicht interessieren. Schaut einfach, dass ihr den Kunden helft, dass es den Tieren gut geht, weil das ist unsere erste Pflicht. Und dann habt ihr die Kunden 100%ig auch im Haus. Kann es euch versichern. Ich mache jetzt Aquaristik und arbeite in Zoofachgeschäften, seit ich etwa 14, 15 Jahre alt bin. Also gerade mal so 5 bis 10 Jahre. Schön wäre es. Gefühlt waren allerdings 5 bis 10 Jahre Scheibenputzen dabei. Also mir ist es durchaus bewusst, wie schwer es heutzutage ist, Telefonsupport, Kunden im Laden, Tiere sauber zu halten, Einkauf zu realisieren, all das mit all den Auflagen, die wir haben, unter einen Hut zu bringen. Und ich weiß ja natürlich auch, wie es ist, dass Kunden immer zusammenkommen und nicht einer nach dem anderen. Aber eines der wichtigsten Punkte, die wirklich, wirklich wichtig sind, ist, nehmt euch Zeit für Weiterbildung. Das tut euch gut und das hilft euch auch dann bei den Kunden. Da leider heute so viel Information zur Verfügung steht, es häufig passieren kann, dass der Kunde sich in einem bestimmten Bereich tatsächlich sogar besser auskennt. Ihr müsst ein ganz breites Feld wissen, manche Kunden aber gehen sehr in die Tiefe und kennen sich in einem speziellen Bereich aus. Das Schlimmste, was man heute machen kann, ist, indem man Dinge dann erzählt, an denen man sich nicht sicher ist. Es ist aber kein Problem zu sagen, sorry, das geht ein bisschen zu tief runter, da bin ich mir nicht sicher, aber ich melde mich gern bei dir, wenn ich es herausgefunden habe. Ich kenne da Nummer X, Nummer Y, da kenne ich einen Spezialisten, der wird mir den fragen und dann haben wir eine Lösung für dich. Nehmt euch Zeit für Weiterbildung. Wir haben bereits über 30, 35 Betriebe ausgebildet, zum Beispiel zum ECP-Supporter, Fachberater, der auch in die Tiefe gehen kann, wenn es darum geht, eine ECP-Analyse richtig zu interpretieren. Und zwar auch die Ursachen bis zu der Tiefe finden. Auch das erhöht das Vertrauen der Kunden in euren Betrieb, auch dafür, dass ihr euch ständig weiterbildet. Und damit habt ihr auch die Kunden, die überhaupt kein Problem damit haben, auch mal 1 oder 2 Tage zu warten oder auf einen Termin zu kriegen und die euch dann sehr, sehr treu bleiben. Auch das kann ich euch wirklich versichern. Die Kunden stehen drauf, wenn ihr wirklich Bescheid wisst. Erinnert ihr euch, wie ihr euch fühlt, wenn ihr den Laden aufmachen wollt und in einem Aquarium läuft es nicht so gut? Das Wasser ist trüb und naja, Tiere stehen nicht so richtig, weil irgendein Fehler passiert ist. Genauso fühlt sich übrigens ein Kunde, wenn er bei euch einkaufen gegangen ist und ihr habt ihm einen Haufen Zeug verkauft, dann installiert er alles, dann klappt das nicht so richtig mit der Einfachphase, dann informiert er sich bei Facebook und glaubt mir, da rennen dann lauter schlaue Leute rum, die ihm dann erzählen, so hätte ich es aber auf gar keinen Fall gemacht. So, und tote Tiere machen echt einen schlechten Tag und genau so kommt der Kunde auch wieder zu euch zurück. Die Energie, die ihr jetzt aufwenden müsst, das wieder hinzubiegen und auch den schlechten Ruf, den ihr euch damit einsammelt, der ist mit nichts auszugleichen. Ein schneller Umsatz, in dem man alles mitgibt, ist zwar schön an dem einen Tag, aber ihr bezahlt es doppelt und dreifach zurück. Begleitet einen Kunden einfach über die Zeit, sichert ihn euch über Jahre hinweg und nicht, indem man hergeht und wirklich alles an Technologie verkauft, was ein Beginner, ein Anfänger doch überhaupt noch gar nicht verstehen kann. Führt euch mal zurück, wie ihr euch gefühlt habt. Und wenn ihr wollt, dass ein Kunde sich schlecht fühlt hinterher, dann macht es genau so. Ich bevorzuge es, einfach zu starten, denn mit dem Kunden zu wachsen, dann gewinnt er Vertrauen und er wird dann so oder so auch mehr bei euch kaufen. Einfach deswegen, weil er euch vertraut. Aber ein Nein oder auch mal zu sagen, es geht nicht oder man braucht es nicht, das würde ich euch auf jeden Fall anraten. Weil das meiste, selbst wenn die Technik natürlich eine Funktion hat, heißt es noch lange nicht, dass man sie von Anfang an versteht und auch zielführend einsetzen kann. Schneller Umsatz gleich schneller Verlust. Ich würde es nicht tun. Im Großen und Ganzen haben wir heute 2 Gruppen an Kunden. Das eine sind die Aquarienbesitzer
Das andere sind die Aquarianer. Wer schon lange im Spiel ist, hat früher mit viel mehr Aquarianern zu tun gehabt, als heute mit Aquarienbesitzern. Was ist der Unterschied? Ein Aquarianer, der ist leidensfähig. Der will genau wissen, wo steht welche Koralle, welchen Fisch geht man rein. Der ist bereit zu spielen, zu investieren. Der baut immer wieder neue Becken auf, geht immer wieder zurück. Dem hängt sein ganzes Herz da dran. Aber was er sich nicht kauft, ist seine Dekoration. Es gibt den Techniker, der lieber seine Computer haben will. Es gibt natürlich den Freak, der ausschließlich die Euphilia will und in einem halben Jahr will er wieder was anderes. Diese Aquarianer zeigen sich auch gerne und auch immer wieder dann gibt es eine Riesendiskussion. Das ist nur zur Schaustellen, nur damit die teuersten Tiere in dem Becken drin sind. Die allermeisten von denen kenne ich persönlich und ich kann euch sagen, dem ist überhaupt nicht so. Es ist einfach nur der Stolz, solche Tiere halten zu können, ein Becken darstellen zu können, ein Biotop erschaffen zu haben, das man über einen langen Zeitraum erschafft. Und glaubt mir, es ist wirklich schwierig. Die Aquarienbesitzer wiederum, aus denen kann ein Aquarianer werden. Das hängt aber auch ein bisschen von euch ab, wie ihr sie begleitet. Und indem man nicht immer gleich erwartet, dass dann gleich das nächste 1000 Liter Becken kommt oder was in dieser Art dann hinterher steht. Manchmal ist es eben halt die Tochter oder der Sohn, der sein Nemo haben will und natürlich am Ding steht, ich will Nemo haben. Aber daraus werden eben Aquarianer geboren und daher ist es auch wichtig, dass ihr euch beiden Gruppen zugehört fühlt. Manchmal muss man eben halt aber auch mal sagen, also das machen wir und dafür stehen wir und das machen wir eben nicht und dafür stehen wir einfach nicht. So, es kann nicht jeder Kunde bei euch sein. Insofern muss man halt manchmal auch sagen, es geht nicht so weiter. Ich muss sagen, mittlerweile bin ich eigentlich richtig stolz drauf. Wir waren in den letzten Wochen, Monaten viel unterwegs, in den Staaten, in Deutschland, habe Händler besucht, habe mir Kellergeschäfte angeguckt, große Läden. Ich sehe, wie manche Vorurteile sind, in großen Betrieben findet ihr keine Fachverkäufer. Das ist völlig falsch. Wir haben es mit unheimlich vielen jungen Menschen zu tun, die sich extrem weiterbilden, die zu Hause ihre Aquaristik ausleben, die Verantwortung für gesamte Anlagen übernehmen. Von Süddeutschland bis Norddeutschland, nach Frankreich, Spanien, Italien, egal wohin. Die ganze Jugend, die heute in unsere Fußstapfen tritt, die ist super, die gibt Gas, die ist ganz toll. Wir haben aber auch Ältere, die bereits seit noch länger die Aquaristik betreiben wie ich, die wirklich auch zu uns kommen und sagen, zeig mir das mit der ECP, ich will es lernen. Also es gibt wirklich tolle Läden und ich weiß, jetzt wird wieder der ein oder andere sagen, ja, aber mein Laden ist schlecht und irgendwas dran. Ja, mag sein. Dann such dir einen Laden, der dir gefällt, geh dahin, dann macht er offensichtlich es einfach besser. Du, derjenige, frag einfach die Kunden, ob sie zufrieden sind, was sie gerne haben möchten. Oder ob Sie mal eine Schulung haben möchten bei dir, wie richte ich im Becken ein, wie mache ich das. Ihr habt die Option, ihr habt die Möglichkeiten, passt euch ein bisschen an, aber so, dass die Jugend keinen Bock hat, keine Lust hat, das stimmt einfach nicht. Im Großen und Ganzen gibt es da ganz tolle Aquarianer, ganz viele dabei und ich weiß auch, dass es genug tolle und gute Händler gibt. Ich sehe es ja auch, wenn wir alles beliefern und wenn ich in die Läden gehe, muss ich sagen, meine Fresse, wenn wir damals die Möglichkeiten gehabt hätten, schon so zu arbeiten, wo würden wir heute stehen? Ich habe es mir leider echt hart erarbeiten müssen. Insofern nutzt es aus, die Kunden sind da, guckt positiv in die Zukunft. Negative Idioten gibt es überall drumherum und die spielen auch keine Rolle, außer dass sie einen den Algorithmus erhöhen. Und das ist auch wieder gut, dann sehen es mir Menschen. Also Kollegen, ich bin stolz drauf auf euch, ich finde es auch toll, wie ihr alle arbeitet miteinander, ganz egal, welche Marke ihr nun vertritt oder auch nicht. Generell zusammen haben wir ein tolles Hobby und wir verteidigen es auch gegen die ganzen Miesmacher und Neider, die sowieso keinen Bock haben, auf irgendwas einzugehen. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und einen schönen Tag und eine erfolgreiche Woche für euch alle. Tschüss!